beginnen wir mit dem Lied Nummer 527 im Gotteslob 527. Ave Maria zart, du edle Rosengart, Lilien weiß ganz ohne Schaden. Ich grüße dich zur Stund mit Gabrielis Mund. Ave die, du bist voller Gnaden. Du hast des höchsten Sohn, Maria, rein und schön, in deinem keuschen Schoß getragen. Den Heiland Jesus Christ, der unser Retter ist, aus aller Sünd und allem Schaden. Denn nach dem Sündenfall wir waren verstoßen all und sollten ewig sein verloren. Da hast du, reine Magd, wie dir vorhergesagt, uns Gottes Sohn zum Heil geboren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und Friede des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, ganz herzlich begrüße ich Sie alle zu dieser heiligen Messe. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, um Mutter Gottes zu ehren. In dieser Stunde versuchen wir, Gottes Nähe und Liebe zu spüren. Das ist nicht einfach. Jede und jeder von uns hat Sorgen und Angst. Wir sind in Sorge um Menschen, die wir lieben. Wir sind in Sorge um Menschen, mit denen wir nicht zurechtkommen. Wir sind in Sorge um unsere Kinder und Familie. Wir sind in Sorge um uns selbst, um unsere Gesundheit, um unsere Zukunft. Alles, was unser Herz bewegt, wollen wir nun vor Gott tragen und blicken wir auf die Gottesmutter Maria. Sie ist auch diesen Wege der Sorge und Angst gegangen, aber sie ist bereit zu tun, was Gott von ihr will. Sie sagt, Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Fragen wir uns, sind auch wir bereit, wie Maria, das zu tun, was Gott von uns will? Wir bitten Gott um sein Erbarmen. Herr unser Gott, Maria hat dein Wort gehört und es aufgenommen. Herr, erbarme dich unser. Maria hat dein Wort im Herzen getragen. Christus, erbarme dich unser. Maria hat zur Botschaft des Engels sofort Ja gesagt. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Zum Gloria singen wir die 169. 169. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott
und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Herr Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst den Weg, die Schuld der Welt, erbarm dich, unser Gotteslamm. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch ihre Ermahnungen belehrt im Geist der Buße und des Gebetes, der Ausbreitung des Reiches deines Sohnes, mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht alle Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Wort des lebendigen Gottes. Zum Zwischengesang die Nummer 346, 346. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm.
Komm, du Geist, mach du uns eins. Komm, du Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff uns neu. Wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist. Brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes Form. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Geist des Höchsten wird über dich kommen, und du wirst das Kind Jesus gebären. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu dir: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir richten unsere Augen einmal auf Maria im heutigen Evangelium. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Diese Anrede des Engels haben wir heute gehört. Darüber wollen wir heute nachdenken. Was Gott zu Maria sagt, redet er auch zu jeder und jedem von uns. Gegrüßet seist du, Bernhard. Gegrüßet seist du, Christiana. Gegrüßet seist du, Thomas. Hier kann jede und jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Gott nennt uns bei unserem Namen. Wir sind keine namenlosen Nummern von Gott. Wir haben einen Namen bei Gott. Er weiß um uns und denkt an uns. Er schaut auf uns und nimmt uns so an, wie wir sind. Ist das nicht großartig? Ja, es ist gut zu wissen, liebe Schwestern und Brüder, trotz unserer
Fehler sind wir von Gott angenommen. Wenn uns kein Mensch mehr annimmt, Gott nimmt uns an. Zweitens, der Engel des Herrn sagte Maria, du bist voll der Gnade. Das Gleiche sagt Gott jedem von uns. Du bist voll der Gnade. Wieder kann hier jede und jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Wir sind von Gott beschenkt mit der ganzen Fülle seiner Liebe und seines Friedens. Er schenkt uns alles, nichts enthält uns von Gott vor, was wir zum Leben brauchen. Er schenkt sich uns selber. Drittens, der Engel des Herrn sagte Maria, der Herr ist mit dir. Das Gleiche sagte Gott auch jedem von uns. Der Herr ist mit dir. Noch einmal kann hier jede und jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Gott ist immer mit uns, für uns, nie gegen uns. Er ist bei uns. Wir sind niemals von ihm verlassen, nie allein. Er ist in uns, in jeder Zelle unseres Lebens, in jeder Faden unseres Geistes, in jedem Raum unserer Seele. Er umgibt uns von allen Seiten wie ein Mantel. Mutter Gottes hat aufmerksam auf Gott gehört. Sie hat nachgedacht über die Bedeutung der verschiedenen Ereignisse ihres Lebens. Sie hat gefragt, was Gott ihr persönlich sagen will, welchen Plan Gott mit ihr hat. Maria hat einfach Ja gesagt zu Gottes Plänen. Sie sagt Gott, dein Wille geschehe an mir. Ich will dir dorthin folgen, wo du mich haben willst. Ich bin bereit zu allem, was du mit mir machen willst. Liebe Schwestern und Brüder, fragen wir uns, wie folgen wir den Willen Gottes in unserem Alltag? Ja, Maria ist für uns Urbild des Glaubens. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, wenn wir zu Maria beten. Es ist auch gut und einfach, wenn wir vor der Mutter Gottes Kerzen anzünden. Aber besser ist, wenn wir von Maria lernen zu glauben und wie Maria zu leben. Amen. Maria hat in ihrem irdischen Leben Sorgen und Nöte erfahren, die auch heute auf Menschen lasten. Wir dürfen auch ihrer Fürsprache vertrauen, wenn wir jetzt zu unserem himmlischen Vater beten. Maria betete einmütig mit den Aposteln um den Heiligen Geist. Wir beten heute mit ihr für die Kirche um die Gaben des Heiligen Geistes, damit sie ihren Auftrag in unserer Zeit erfüllen kann. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Maria sagte Ja zum Willen Gottes, glaubte ihm und folgte seinem Wort. Wir hoffen auf ihre Fürsprache unserer Schwester im Glauben für die zahlreichen Jugendlichen aller Völker, dass sie Stärkung im Glauben finden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Maria wurde uns zur Mutter gegeben. Wir beten für die werdenden Mütter um eine gute Geburt und für alle Kranken um Heilung, für die Trauernden um Trost und Zuversicht. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns.
Maria hat in ihrem irdischen Leben Sorgen und Nöte erfahren. Wir beten für die Kranken in unserer Familie. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Maria wurde in den Himmel aufgenommen. Wir beten für unsere Verstorbenen und die Aufnahme in die Gemeinschaft aller Heiligen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Singen wir die Nummer 188, 188. Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen. Nimm uns selber an mit Brot und Wein. Alles Mühen, Scheitern und Gelingen wollen wir vertrauend dir, unserem Vater, weihen. Jesus hat sich für uns hingegeben, doch die Zeit bewahrt in Brot und Wein. Nimm als Lob und Dank auch unser Leben, schließ uns in die Hingabe deines Sohnes ein. Nimm uns und sei du in unserer Mitte, wandle unser Herz wie Brot und Wein. Sei uns nah und höre unsere Bitte, neu und ganz geheiligt von deinem Geist zu sein. Als Sanctus singen wir dann die 724, 724. Lasset uns beten. Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unsere unbeständigen Herzen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit dieses würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken, denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und ihrem jungfräulichen Schuss hat sie dein Wort empfangen. Und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben, unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen als ihre Kinder an, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der pilgernden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig, bist du Herr.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte er seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, in Herrlichkeit. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Antonio und mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit allen Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke du unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit, Gerechtigkeit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Singen wir den Kanon, Herr, gib uns deinen Frieden. Einmal gemeinsam und dann probieren wir es. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Im Zeichen des geteilten Brotes seht Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns ewiges Leben.
Morgenstern der finstern Nacht, Nummer 372 372. Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freuden macht. Jesu mein, komm herein, leucht in meines Herzens Schrein, leucht in meines Herzens Schrein. Schau, dein Himmel ist in mir, begehrt dich seinen Zier. Säume nicht, o mein Licht, komm, komm, ehe der Tag anbricht. Komm, komm, ehe der Tag anbricht. Deines Glanzes Herrlichkeit übertrifft die Sonne weit. Du allein, Jesu mein, bist was tausend Sonnen seid, bist was tausend Sonnen seid. Lasset uns beten. Herr unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Er segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott im Herrn. Meerstern, ich dich grüße, 524, 524. Meerstern, ich dich grüße.